Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ich ein Raglankleid für Rose von Dust of Dolls nähe und das Schnittmuster findet ihr wie gewohnt in meinem Coffeeshop. Seid ihr zum ersten Mal auf meinem Kanal, dürft ihr mir gerne ein Abo hinterlassen. Als Hauptstoff habe ich einen Baumwollstoff mit Lochstickerei ausgewählt und für das Innenfutter einen einfachen weißen Baumwollstoff. Ich lege das Vorderteil vor mich hin und platziere die Ärmel mit der kurzen Seite an die Raglanseiten vom Vorderteil. Das Rückenteil kommt auf die längere Seite der Ärmel. Alle Puzzleteile stecke ich mit Nadeln zusammen und nähe sie mit einem geraden Stich fest. Nachdem ich alles zusammengenäht habe, klappe ich die Nahtzugabe auseinander und bügele sie ordentlich mit dem Bügeleisen von der Innenseite wie auch von der Außenseite. Das gleiche mache ich mit dem Innenfutter. Beide Vorderteile lege ich mit der rechten Seite aufeinander und stecke die Ärmel vorne zusammen. Hier müsst ihr etwas darauf Acht geben, dass der Ärmel aus dem Innenfutter vorne 5 mm kürzer sein muss. Das seht ihr aber auch auf dem Schnittmuster. Die Ärmel sind zusammengenäht und diese werde ich gleich in Richtung Innenfutter bügeln. Vorher schneide ich die Nahtzugabe vom Innenfutter etwas zurück, um an dieser Stelle einfach die Dicke etwas zu reduzieren. Die Nahtzugabe werde ich mit einem geraden Stich fixieren. So schaut nun das Ergebnis aus. Das Vorderteil wende ich nun wieder auf die linke Seite und stecke hinten das Rückenteil und den Halsausschnitt zusammen. Hier müsst ihr darauf achten, dass die Nähte aufeinandertreffen. Nachdem ich nun alles zusammengenäht habe, schneide ich die Ecken und in der Rundung die Nahtzugabe ein paar Millimeter zurück. Anschließend wende ich das Oberteil wieder auf die rechte Seite, forme alle Ecken und Kanten aus und bügele alle Stellen nochmal ordentlich. Ich nehme den Ärmel und klappe ihn aufeinander. Hier achte ich darauf, dass die Nähte exakt aufeinandertreffen. Dann folge ich dem Ärmel und stecke zuerst den Hauptstoff und anschließend die andere Seite vom Futterstoff zusammen. Genauso mache ich es dann auch mit dem zweiten Ärmel.
Jetzt können die Seiten und der Ärmel in einem Schritt zusammengenäht werden. Als nächstes mache ich mit der Schere kleine Einschnitte unter den Achseln. Das mache ich, indem ich den Hauptstoffärmel etwas mit meinen Fingern zusammenraffe und gleichzeitig das andere Ende vom Futterstoff durchschiebe. Das wiederhole ich auch mit dem anderen Ärmel. Zum Schluss forme ich nochmal alles aus und bügle ordentlich drüber. Weiter geht's mit dem Rock. Hier versäubere ich einmal die 2 kurzen Seiten und eine der langen Seiten. Ich bügle nochmal den Stoff, klappe die zuvor versäuberte Kante 0,5 mm um, stecke diese fest und steppe den Rand mit einem geraden Stich ab. Um das Kleid etwas aufzupäppeln, habe ich unten ein rotes Satinband angenäht. Gleichzeitig habe ich am oberen Rand eine Raffnaht genäht. An beiden Seitenteilen vom Rock klappe ich die Nahtzugabe 0,5 mm nach innen. Ich klappe das Oberteil auseinander und nehme die Seite mit dem Hauptstoff und lege diese an den Rock und stecke sie fest. So stecke ich den Rock an die Kante vom Oberteil und versuche die Rüschen gleichmäßig auf die gesamte Breite vom Oberteil zu verteilen. Oberteil und Rock sind zusammengenäht, jetzt muss ich nur noch den Futterstoff umschlagen und festnähen. Dies mache ich wie folgt. Ich klappe 0,5 mm vom Futterstoff nach innen ein und stecke es erstmal mit ein paar Nadeln fest. Danach fixiere ich mit ein paar Handstichen den Stoff und zum Schluss steppe ich das Oberteil rundherum ab und dadurch wird auch der Futterstoff festgenäht und von innen sieht alles ordentlich aus. Beim Verschluss habe ich mich für ein Klettband entschieden. Hier könnt ihr natürlich auch Druckknöpfe oder kleine Puppenknöpfe annähen.
Zum Schluss nähe ich hinten noch das Kleid zusammen. Dafür klappe ich das aufeinander und stecke so circa 11 oder 12 cm fest und nähe das Ganze dann zusammen, so dass man das Kleid der Puppe noch bequem an- und ausziehen kann. Das Kleid ist fertig. Ich habe oben noch eine rote Schleife und ein paar rote Perlen angenäht und werde das Kleid mit Wasser ansprühen und auf dem Handtuch trocknen lassen, damit der Rock nicht so absteht, sondern schön gerade nach unten fällt. Ihr könnt das Schnittmuster auch etwas abändern, indem ihr die Ärmel kürzt oder zum Beispiel unten ein paar Millimeter weglasst und nur einen kürzeren Rockstreifen dran näht, dann sieht das aus wie eine Tunika. Oder ihr könnt den Rockstreifen komplett weglassen, dann ist es wie ein Top. Also ihr könnt mit diesem Schnittmuster spielen. Euch wünsche ich viel Spaß beim Nachnähen. Ich denke, dass viele bei der letzten Pre-Order mitgemacht haben und schon bald ihre ersten Puppen bekommen werden. Da denke ich, da kommt doch mein Schnittmuster genau richtig. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich verlinkt, mein Video teilt und mir ein Like hinterlasst. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Bye bye!